Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zum zweiten Vlog hier auf diesem Kanal. Wir fahren heute mal nach Aachen-Brandt, denn da findet die erste Lego- und Klemmbaustein-Ausstellung statt in diesem Jahr. Tja, und was es da so zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und damit nochmal ein herzliches Hallo an euch da draußen und schön, dass ihr auch zum zweiten Vlog eingeschaltet habt. Wir haben heute für euch eine waschechte Premiere am Start. Zum einen besuchen wir eine Ausstellung, auf der es nicht nur Modelle aus Original-Lego-Stein gibt, und zum anderen findet die Bricks United Klemmbaustein-Ausstellung das allererste Mal überhaupt im Aachener Mobile statt. Also macht es euch bequem und begleitet uns auf einen kleinen Rundgang über die Ausstellung. Ja, und damit herzlich willkommen hier auf der Bricks United in Aachen-Brandt. Und zwar ist das die erste Lego und die erste Nicht-Lego, also normale Klemmbausteinmesse. Und ich habe hier den Benjamin Merz, die meisten werden ihn unter Ben Bricks kennen. Und er ist einer der Mitinitiatoren. Ja. Und tja, wir kennen uns schon ein paar Jahre, deswegen duzen wir uns auch, Ben. Wie seid ihr oder wie bist du, Ben, auf die Idee gekommen? Was hat den Ausschlag gegeben? Erzähl uns doch mal ein bisschen was um die Entstehungsgeschichte für diese Ausstellung. Ja, also im Prinzip liegt dem Ganzen, wie du schon gesagt hast, der Grundgedanke, also zugrunde sozusagen, der Gedanke zugrunde, dass hier sowohl Lego als auch Nicht-Lego-Hersteller zugelassen sind sozusagen. Und das war für mich einfach so die Sache, die mich dazu angetrieben hat, das überhaupt zu machen. Denn ich persönlich zum Beispiel habe meinen kompletten Klemmbaustein-Fundus gemischt. Ja. Das heißt, wenn ich auf irgendeine Ausstellung gehen würde und was ausstellen wollte, und die meisten Ausstellungen sind halt Lego-only, bin ich halt aufgeschmissen. Und deswegen habe ich schon lange mit dem Gedanken gespielt, so eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Und dann irgendwann kam der Torben mit dazu, der andere, mit dem ich das hier zusammen mache, und hat gesagt, wenn du Bock drauf hast, machen wir das jetzt wirklich. Ja, und da stehen wir heute und haben es durchgezogen. Okay, wie lange habt ihr ungefähr für die Planung gebraucht? Kann man das sagen? Ja, wir haben die ersten Gespräche hatten wir so im Frühsommer letzten Jahres und dann ging das halt bis jetzt sozusagen. Okay, ich habe gelesen, also es gibt unterschiedliche Quadratmetergrößen. 200, 300 Quadratmeter, 16, 15 Aussteller, so in dem Dreh? Genau, wir sind bei 16 Ausstellern tatsächlich und ich sag mal gut 200 Quadratmeter. Der große Raum hier sind 200 plus der Vorraum sind vielleicht nochmal 50
nicht. Also so 250 rum müssten es sein. Okay, ich habe gesehen, die Ausstellung findet ja nur an diesem Samstag statt, von 10 bis 17 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben jetzt so 11 Uhr herum. Ja. Der Laden ist voll, würde ich sagen. Ja, also was ist so dein Resümee so nach einer Stunde? Unglaublich. Also klar, man hat schon auch aufgrund der Resonanz im Vorfeld gemerkt, okay, da ist Interesse da. Auch jetzt von Ecken, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte. Aber dass das gefühlt nach 20 Minuten so voll war, dass wir erstmal vorne wieder dicht machen mussten, das ist der Wahnsinn. Und ich freue mich mega. Ich bin einfach super happy. Sehr gut. Ja. Und was denkst du, könntet ihr oder du oder ihr beide euch vorstellen, das Ganze dann vielleicht nächstes Jahr nochmal zu machen? Auf jeden Fall. Dann vielleicht auch in einer größeren Location mit mehreren Tagen? Bin ich sofort dabei. Ist halt natürlich immer eine Frage eben dieser Location. Wo kriegt man sie her? Da sind wir hier ja ganz dankbar, dass wir das von Mobile bekommen haben und das auch quasi für umsonst sozusagen. Aber ja, wenn das steht, alles andere kriegen wir hin. Alles klar. Ben, ich danke dir. Ja, danke fürs Interview. Wir sind hier mit Torben, dem Mitorganisator dieser Veranstaltung, und ja, wir sind jetzt circa eine Stunde offen. Und was sagst du bisher? Tatsächlich ist das, was ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, nämlich auch ein bisschen hier als Aussteller handeln zu können, in Erfüllung gegangen. Das macht mich schon mal ein bisschen glücklich. Okay. Ich hatte so ein bisschen, als wir gesagt haben, wir organisieren hier was, die Befürchtung, dass ich jetzt den ganzen Tag mitorganisieren muss. Ich glaube, das hat der Ben ganz gut im Griff. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar drüber, weil es geht ja auch ums Ausstellen irgendwo. Ne? Genau. Ich mache das jetzt, glaube ich, das ist jetzt mein 3. Jahr oder was, aber ich habe noch nie in der Stadt, wo ich wirklich wohne, halt ausgestellt, und darum ging es auch ein bisschen bei der Sache. Also da ging es mir zumindest persönlich irgendwo. Und du sagst es schon, du bist auch als Aussteller hier, und ja, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was zu deinen Mocks erzählen. Ja, das sind im Endeffekt, bei mir sind es immer irgendwelche nerdigen Themen. Und zum einen ist das hier mein Gotham City Projekt, was jetzt dieses Jahr ins 3. Jahr geht. Das ist Staffel 1, wie ich immer so gerne sage, damit hat alles angefangen. Das ist Staffel 2, wo halt in inzwischen 85 Jahren Batman-Geschichte immer ganz vorne angefangen. Hier liegt das allererste Comic bis zu der Inkarnation, wo ich dann hingekommen bin. Zu dem Zeitpunkt war es der The Batman-Film, der letzte Film, der ins Kino gekommen ist. Und dazu kommt dann was ganz anderes, aber auch nach wie vor ein nerdiges Thema. Da vorne ist mein Godzilla-Modell. Mit knapp 8000 Steinen hat er, glaube ich, inzwischen mit dem Atemstrahl mit dabei, komplett beleuchtet. Was ist so deine Lieblingsszene? Ich meine, es ist schwer zu sagen, weil du natürlich in alles sehr viel Liebe und sehr viel Detailverliebtheit reingesteckt hast. Aber was sagst du? Es sind so ein paar Kleinigkeiten. Ich mag, dass halt irgendwo diese Lego-Minifigur-Optik ja immer so ein bisschen was Cartoonisches mitbringt, aber halt trotzdem halt hier was sehr Blutrünstiges irgendwo stattfindet. Ich mag diesen Spagat ganz gerne dabei. Ich habe beim zweiten Teil, nachdem ich beim ersten Teil keines drin hatte, endlich ein funktionierendes Bat-Signal. Das war auch ein Schritt, den ich geschafft habe, wo ich ein bisschen stolz drauf bin. Ja, dann vielen Dank für die kleine exklusive Führung hier durch deine Sets, und wir gehen weiter.
jetzt mit dem Carsten hier und wir haben dieses Modell, was ihr dahinter seht, das ist das ganze Thema Ghostbusters, schon mal in der Motorworld in Köln gezeigt. Und jetzt ist es hier in Aachen-Brand, ist es auch zu sehen. Carsten, sag was dazu. Wie habt ihr dieses Monsterwerk geplant? Was war die Idee dahinter? Hau raus. Die Idee war, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, was ich mit dem André, dem Jäger der verklemmten Steine, gemacht habe. Und der Gedanke war, wir wollten auf jeden Fall was zusammen machen. Und ja, da haben wir gedacht, gut, gehen wir doch mal auf Ausstellung. Haben wir bis dato noch nie gemacht. Das war letztes Jahr auf der Bricks & Friends in Köln das erste Mal. Ja, und dann haben wir gesagt, wir wohnen knappe 100 Kilometer auseinander. Da war es natürlich dann schwierig, von wegen sich, jedes Wochenende irgendwo zu treffen. Das passte dann halt nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir planen gemeinsam. Wir haben hier dieses schöne Vorabmodell gemeinsam gebastelt. Ja, und das halt, jeder wusste, worauf wollen wir hinaus. Wir haben durch die Straße das Ganze in 2 Hälften geteilt, rechte Seite, linke Seite. So hat jeder seinen Bereich gebaut, ja, den wir dann hinterher einfach nur zusammenschieben mussten. Gut, dein Bereich ist dann der rechte oder der linke? Der Teil tatsächlich hier mit dem Ghostbusters-Gebäude, also je nachdem von wo du stehst, plus der Tempel oben drauf. Okay. Ja, da haben wir uns so ein bisschen was gemeinsam irgendwo einfallen lassen. Und, ja. Dann natürlich die obligatorische Frage, wie viele Steine sind verbaut? Zu viele für mein Geldbeutel. Die Steinezahl habt ihr nicht? Nein, das kann ich unmöglich schätzen. Also wir haben mal geschätzt, so grob 40.000, aber... Okay. Habt ihr das digital gebaut oder einfach nur so gebaut und getüftelt und gebaut und getüftelt? Ich habe tatsächlich, was die Unterkonstruktion angeht oder die Gebäudeteile unten drunter, also die Kanalisation, alles was da drin ist, habe ich teilweise in meiner Stadt, die ich ja auch auf YouTube entsprechend präsentiere, schon stehen gehabt. Sodass das eigentlich so der Ausgangspunkt war, um zu sagen, von wegen wir bauen und stocken darauf auf. Ja, und deswegen, also da haben wir uns nicht so allzu viele Gedanken drüber machen müssen, das stand schon und das hat dann auch so ein bisschen auch die Größe des ganzen Modells dann irgendwo vorgegeben. Ich danke dir fürs Interview. Ja, danke dafür, dass ich da sein durfte. So, wir sind jetzt hier mit André und du bist für die zweite Hälfte dieses wunderschönen Modells zuständig. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich habe ja mit meinem Kollegen, den habt ihr ja gerade schon gehört, das Ghostbusters noch gebaut, 40 Jahre Ghostbusters, und ich durfte mich an der linken Seite vergnügen. Und ja, wir haben ja aus 3 verschiedenen Filmen verschiedene Serien von dem Ghostbusters-Franchise eingebaut. Ja, und da durfte ich mich hier an den Apartments von Dana Barrett vergnügen und konnte dann viele verschiedene Szenen einbauen. Man sieht hier schon ganz viel, was sich bewegt und sowas. Was wird denn da angetrieben? Wir haben hier einmal das Schlafzimmer von Dana Barrett, wo sie gerade über ihr Bett schwebt. Dann eigentlich auch vorne sollte eigentlich ein Turtle aus dem Gully hochgucken. Das funktioniert im Moment noch nicht, da muss ich gleich nochmal dran. Aber das kriegen wir gleich wieder hin. Ja, ansonsten viel Licht eingebaut, viele Effekte, auch hier vorne mit den Stripes und genau. Danke dir, perfekt. Tja, das war sie, die erste Lego- und Klemmbaustein-Ausstellung hier in Aachen-Brand. Und ihr seht es ja hinter mir, das Ding rockt ganz ordentlich. Die Leute müssen teilweise doch fast eine Stunde warten. Aber so ist das bei einer ersten Fanausstellung, wo eben noch keiner so wirklich weiß, wie viele Leute kommen und wie groß das Interesse. Aber ihr seht, ihr habt ja schon ein paar Aufnahmen gesehen, es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen, wir würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr auch wieder Teil dabei sein könnten. Und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und wie immer, bleibt kreativ.